Der russische Jurist Ilja Remeslo, der jahrelang als loyaler Unterstützer des Kremls galt, sorgt nun mit überraschender Kritik an Präsident Putin für weltweites Aufsehen. Seine jüngsten Enthüllungen lösten in Moskau politische Schockwellen aus. Jahrelang galt Ilja Remeslo als zuverlässiger Kreml-Anhänger. Er hatte Gegner von Putins Politik angegriffen, unabhängige Journalisten, Blogger und oppositionelle Politiker diskreditiert. Doch der 42-jährige Anwalt änderte plötzlich seine Haltung gegenüber der mächtigsten Person des Landes. Am Dienstagabend veröffentlichte Remeslo auf Telegram ein Manifest mit dem Titel »5 Gründe, warum ich aufhöre, Wladimir Putin zu unterstützen«. In seinem Post beschuldigte er den nicht legitimen russischen Präsidenten, durch den gescheiterten Krieg in der Ukraine Millionen Menschenleben und den wirtschaftlichen Zusammenbruch verursacht zu haben. Er stellte fest, dass Putins über 20-jährige Herrschaft die absolute Macht und deren Verderbnis zeige und forderte ihn auf, sein Amt niederzulegen. Die Nachricht löste im russischen Online-Raum große Resonanz aus. Dass ein zuvor loyaler Unterstützer so abrupt seine Meinung änderte, erzeugte sowohl Überraschung als auch Misstrauen. Einen Tag später sprach Remeslo in St. Petersburg mit dem Guardian erneut über seine Aussagen, Wladimir Putin sollte zurücktreten und als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden. Der Zusammenbruch seines personalisierten, korrupten Systems ist unvermeidlich, wie wir im Krieg in der Ukraine und anderswo sehen. Die Armee kommt nicht voran, der Krieg führt zu nichts. Es gibt enorme Verluste. Wir kämpfen um kleine Regionen und das bringt Russland nichts. Remeslo kritisierte auch Putins autoritäre Herrschaft, die wirtschaftliche Lage des Landes und Moskaus Versuche, den Internetzugang zu blockieren. Dieser Mann hat alles zerstört, was er in die Hände bekam. Das Land steht buchstäblich vor dem Zusammenbruch, sagte er. Als ehemaliges Mitglied der Kreml-kontrollierten Beratungsorganisation Russische Öffentlichkeit war Remeslo lange als regimefreundliche Figur bekannt. Er nutzte seine juristische Laufbahn, um Kritiker sowohl vor Gericht als auch online ins Visier zu nehmen. Ein großer Teil seiner Arbeit bezog sich auf Kampagnen gegen den verstorbenen Oppositionsführer Alexei Nawalny und er trat landesweit als Zeuge vor Gericht auf. Remeslos plötzliche Meinungsänderung löste sofort Spekulationen aus. Einige vermuteten, sein Konto sei gehackt worden. Diese Theorie wurde jedoch schnell widerlegt, nachdem Remeslo ein Video veröffentlichte, in dem er seine Aussagen wiederholte. Andere vermuteten, es könne sich um ein politisches Black-Ops-Szenario des Kremls handeln, eine inszenierte Provokation, um Unterstützer zu identifizieren. Remeslo behauptete, das ist in keiner Weise inszeniert. Ich habe nur die Wahrheit gesagt und handelte nicht unter Anleitung irgendeiner Partei. Auf die Frage, warum er gerade jetzt spreche, erklärte er, seine Entscheidung habe sich allmählich entwickelt und er könne nicht länger schweigen. Putin ist nicht mehr einer von uns. Er ist völlig fremd für die Interessen Russlands und meine persönlichen Interessen. Kritik ist sowohl möglich als auch notwendig, sonst bleibt alles beim Alten und es wird kein gutes Ergebnis geben, sagte er und fügte hinzu, dass viele in der Gesellschaft ähnlich denken. Remeslo berichtete, dass er panische Anrufe von Sicherheitsdiensten erhalten habe, die ihn aufforderten, seine Beiträge zu löschen, was den Alarmzustand des Systems zeige. Die russische Opposition zeigte sich am Mittwoch überrascht. Leonid Volkov, ein enger Verbündeter Nawalnys und lange Zeit Zielscheibe von Remeslo, hielt die Situation zunächst für inszeniert, änderte dann aber seine Meinung. Was er sagt, geht weit über das hinaus, was der Kreml genehmigen würde. Menschen kommen wegen weit weniger ins Gefängnis. Er öffnet eine sehr gefährliche Pandora-Pandemie. Jede rote Linie wird überschritten. Volkov fügte jedoch hinzu, es ist schwer zu glauben, dass dies persönliche Courage oder Initiative ist. Remeslos Auftritt fällt in eine politisch sensible Phase in Moskau. In letzter Zeit gab es nur selten Kritik, selbst von den loyalsten Unterstützern, aufgrund von weit verbreiteten Mobilfunk- und Internetabschaltungen sowie Sperren von Telegram. Aktuelle Umfragen zeigen zudem, dass die Zahl der Russen, die ein Ende des Krieges fordern, steigt und der wirtschaftliche Druck zunimmt.
Dennoch schätzen westliche Geheimdienste und Experten Putins Machtapparat als widerstandsfähig ein, da er auf Harmonie innerhalb der Elite und strikte gesellschaftliche Kontrolle setzt. Řemeslo ist sich bewusst, dass er wegen seiner Aussagen vor Gericht gestellt werden könnte. Russische Behörden sind dafür bekannt, oppositionelle Stimmen brutal zu unterdrücken, einschließlich prominenter Nationalisten. So erhielt der ehemalige separatistische Kommandeur und offene Putin-Kritiker Igor Girkin eine lange Haftstrafe und seine Verbündeten wurden ausgeschaltet. Moskau soll auch für den Tod des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin verantwortlich sein, dessen Flugzeug nach einem kurzen Aufstand unter fragwürdigen Umständen abstürzte. Für jeden möglichen Prozess bin ich bereit, sagte Řemeslo. Es ist Zeit, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und zu sprechen. Als jemand, der dieses Regime lange unterstützt und am Überleben beteiligt war, trage ich eine besondere Verantwortung. Und? Deine täglichen Weltnachrichten.